Schönen Morgen von dir. Der Wind hat nicht viel stiert. Vielleicht ein Bett. Anyways, sagen wir, gut, wenn ich kann, was hier kommen. Ich bin früher von dir mit. So, wir fahren von hier nach Calgary. Wir haben da einen Jungen und seine Früh und auch zwei kleine Jungs. Und dort haben wir schön mit spazieren und mit spielen und dort und so wieder. Okay? Und so, lass uns beten. Vater im Himmel, wir sind so froh, dass du nimmst uns immer weiter ab. Und du hirst und du kannst sein und du kannst feilen, wo wir sind in uns Leben. Und dass du uns immer Mut gibst und immer Hilfe gibst. Und wir beten von dir, dass wir würden weiter können, nur die horchen und dort annehmen und davon Kraft kriegen und Weisheit nehmen, sodass wir weiten, wo wir leben sollen und wo wir wieder gehen mit jeder Stopp von hier. Vater, wir danken dir für das, durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus. In seinem Namen. Amen. Amen. So. Ich rede mit Craig und steht zu tragen und er sagt, sie leiden in einem Book of Mark oder Markus, Notbuch studieren und so dann frage ich, well, kann ich vielleicht auch, was du das? Und so dann, ich glaube, fertig an der ersten Service, da hat Mark chapter 7. Und ich war auch Mark chapter 7, und ich war da Plot teach, so. Das ist sehr interessant steht in der Bibel, wo er anfängt well, Jesus kam really to alle uns, und fängt an mit den Juden und der Zeit, alle uns am Ertrag stellen, dass wir Gott verstehen können. Because wenn wir uns Leuten verleiden, dann verleiden wir uns mit allen Sorten, und dann haben wir uns Gott verdreht. Und so, Jesus schafft sehr damit. Das ist sehr interessant, wenn Menschen nicht anfangen, die Bibel zu lesen. Und ich weiß, ihr seid dort probably selbst durchgegangen. Als die mir einmal was da kamen, wo ihr anfangen, die Bibel zu lesen, dann müsst ihr sagen, oh, wo steht das mit unserer Kirche? Sind das some Dinge, die vielleicht mit anders sind? Oder vielleicht mit some Dinge. Ich weiß, dass ein junger Mensch, der wie einmal, ich bin noch jung, und wir lesen die Bibel, und man einmal sagt somebody zu uns, weißt du was, da wir nicht drei wise men. Drei Menschen, das sagt nie nicht in der Bibel, dass wir drei Menschen. Das sagt, wir sind drei Goven. Aber das ist alles. Also, oh, was haben wir nie? Maar als ik dat fresh aanneem, zeg ik, wat sagt dat really? En dat is de arbeid wat we hebben als Christians. So, immer terug naar de Bibel gaan. En de geschichte is this way. Menno Simons wie een katholiek. Hij wie een Catholic priest. En hij wie diep aan den Glauben geleerd, aber nicht an der Schrift. En dat is sehr wunderbar. Hij wie goed geleerd wat wo die Glauben soll je recht en je viert en je leert en so alles aan. Aber hij hat nicht selbst die Bibel gelesen. Und so man einmal kommen, aber da, wo er fängt an zu lesen. Und man einmal sagt, das wären Dinge, das stimmt dann aber nicht. Und davon dreht er sich um und davon man einmal bekehrt er sich und sagt, you know what, ich kann mich nicht bloß an die Religion holen, ich muss mich an Jesus holen. Und dem muss er sich dann trachten damit. Und damit bekehrt er sich und damit man einmal kam er die
Mennonites, well, da wären da nicht Mennonites, da wären Germans und Dutch und Frisians und der Anfang von den Mennoniten, da wären meistens Flemish und Frisians. Und dann, of course, Hochdeutsch, auch Swiss, auch Holländisch, und alle soorten Menschen wären taub gesammelt, und die Glauben brachte das taub, und dann als Menno Simons kam, dann waren immer wieder noch Mennonites. Menno sind Menschen. Und so, sie lesen die Bibel, zoals Menno dat had gelezen. En ik geloof, iemand naar me vragen, lees wie die Bibel ook klar. Lees wie deze, zoals van we willen God hören. En so, dat is de vraag van dit en deze steed. So, Jezus kwam om de mensen halten zijn wat de waarheid weer, because we stieren het immer met ons weg, nur wenn wir nicht aufpassen. So, we willen het lezen, ik wil het praktisch lezen en dan gaan we er met wieder van reden, okay? Marcus chapter 7, en dan in de eerste vers, daar zegt Jezus, of daar zegt het door, dan komen de Farizeeën van, en een van de schriftgeleerden, wat van Jeruzalem gekomen waren, en sammeln zich om Jezus. Ze zagen dat een van zijn jongeren met andere hang dat brood eten, oder nicht gewaschen. Dat meint, sie hadden zich niet de hang gewaschen. En de Pharisäer en ook de Juden eten niet anders, als zij zich nur ihre Ältestas, ihre Verschriften, de hang waschen. En wanneer zij van Marketplace komen, eten zij niet, ohne zij zich eerst de hang waschen. Zo houden zij zich aan veel andere Verschriften, zouden als kuffels en konen en gefäße van Körper waschen. En ik lees het met nou wat het hier van weer, en zij zeiden, dat we niet bloos weer in reinigheid, dat we ceremonie, dat we, zij moesten de wasser weg, en de ene zei, de moest eerst water en hangen aan, en dan met de vuist en de andere hand nemen, en dan de staat, en dan moesten dat afspelen met de hanger af. Eerst nemen erop, en dan met de hanger af, en dan moest het alle afgespeeld, en dan werden ze rijdt te meten. En zo, I don't know was ik de hang drehen deed, dat weet ik niet, dat zie je nog van. Zo, daar hebben we steek gebleven. Blowdryer, oder met papier, wat doen we nu? Anyways, we zijn dan vast. Anyways, zo'n ceremonie moest, en dan, het ding is, je weet nu al voort, wanneer zo'n dingen, zo staat wo geleerd worden, dan kan we voet zijn of die met de tradition, of of die maar eenmaal wat aardig deed. Maar eenmaal deed hij moest zitten. Ik weet als Audrey nog nurses training deed, dan moesten ze ook te leren de hang waschen. Zodat je scheid gewaschen weer, dat het niet nog alles uit blijft, wat er niet zal. En zo. Anyways, wanneer het is, en je wordt het, ik wil het proberen klaar te maken, dat wanneer we zo'n traditie maken, dat je het voet zou zijn, wer kan met en wer dat niet. Niet zo? Dan wijzen we ons voet op met zo'n. En zo hebben we dat. Ik weet een andere kerk, je had het vielleicht nog niet gedaan, maar we hadden ook stellen als dat. En dan eenmaal een dag deden de Aschers nemen, en dan deden ze een kleine markt maken, waar de stellen zullen zijn. Nu hebben we traditions. Voet weten we of de stellen reich zijn of niet. En de staat schafft het met zo'n dingen wat we ons van buiten aannemen, oké? En zo dan wieder den jet, de vijfde vers zegt het, dan vroegen de Farizeeën een schriftgeleerde Jezus, ik zal hiermee abhouden, schriftgeleerde, zegt niet, dit zijn zo'n wat ze gaan, de schrift geleerd, maar ze gaan niet geleerd, en nu willen we dat maar zo aantragen, of zo vastmerken, zodat we jeder biedt weten wat er moet doen. En niet bloos een idee over jeder ding, maar nu maar uitgelegd, dat we klaar weten, waar we jeder poort zijn. En zo, dat really weer een schrift verliert. Niet schrift geleerd, want we zullen alle schrift geleerd zijn. Dat we kunnen de schrift lezen en dat recht behandelen. Dat zegt Paulus ons, dat we zullen het woord Gottes recht behandelen, zodat we dat niet verdrehen doen.
Okay, ich will doch bloß ein bisschen sagen, wir sollen alle Schrift lehren, aber nicht das drehen für uns selbst. Warum halten diejenigen sich nicht an unser Ältestes, die Verschriften? So die Schriftgelehrten werden hier nicht Ältestes und die wat hadden top gemerkt, dat ze nou dat Verschriften hadden, weil sie hadden uitgelegd. En en eten dat brood ohne sich de hang waschen. Hij zei aan, je hechelijk, de profeet Jesaja hat von je ganz recht vooruitgezegd, zodat geschreven staat. Dit volk eet mij met lippen, sagt Gott, aber am Hort sei je weit auf von mir. Dort klar, wo Jesus hier haben will. Von buiten kann wir dort alle holen, aber was passiert am Hort? Und was darf ich damit? Und so that's really the ganze Message an das. Von buiten kann wir uns fernloten, wir merken Geld loten, sodass das alles stimmt. Keiner weiß, was wir am Hort tun. Aber was really wichtig ist, was passiert hier? Was passiert an uns Leben mit Gott? Really. Und so, da sagt er, in der 7. Vers sagt er, je dein mich verjährs, willst je lehren das nicht aus Menschen Verschriften, oder was Menschen sich haben abgemerkt, okay? Je haben Gott sein Gebot verloren, die Verschriften von Menschen zu holen. So wird aus Kuffels und Kornen uitwaschen und noch fehlt mehr besiegt. Und wieder sagt Jesus, sehr fein habt ihr Gott seine Geboten abgehoben, jene Verschriften zu holen. Abgehoben hier, gleich meint, zu sie gesagt, oder dass ihr Gott sein Wort zu sie gesagt, so die kann jene eine Sitten oder Traditions holen, okay? Und so, da müssen wir immer noch aufpassen. Und das, ich will Ihnen das ganz klar machen, das ist jeder Mensch sein Struggle. Das sind nicht bloß traditional Kirchen, was wir mit schaffen, das sind jeder Mensch, jeder Kirche schafft mit das. Und ich glaube, wir sind alle in danger sometimes, um eine Gesetz zu merken und dann sagen wir, das muss Gott sein Wort übernehmen. Oder das gerate aus Gott sein Wort. Oder das mehr wird aus Gott sein Wort. Und ich glaube, jeder Mensch muss da noch aufpassen. Anyways, noch mit wiederlesen. Und der 10. Vers sagt, und hier habt Jesus ein Exempel, sagt er, guck mal nur Moses, wo Moses das tat. Und was die haben getan mit Moses seine wird. Sagt er, Moses sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter pflegt, soll dort gemerkt werden. Je überlehren, einer kann der Vater oder Mutter sein, der Haupt je von mir haben könnt, als Korban. Korban meint, der ist Gott gegeben oder dedicated, der ist Gott zu der Ehe. Dann lässt ihr einem nicht für seinen Vater oder seine Mutter tun. Und so merkt ihr Gott sein Wort zu nicht durch die Verschriften, was die abgestellt haben. Und so merkt ihr dort mit vielen Dingen. In other words, sie haben nicht eine Gesetz gemerkt, so muss das tun, und dann sehen die Zeit, und die Kinder sollen besorgen für die Eltern in der Old Age, nicht so? Die Kinder, die Eltern bedienen, wenn sie alt werden. Und ich glaube, to some extent, sollen wir das noch einmal tun. Wir sollen unsere Eltern ehren und mithalten in ihrer Teil, was alle sind. Ich weiß, wir hatten Audrey, eine Mom, das ist ein neues Wort, mit ihrem Jahr zurück. Und wir haben da, wo Covid in Manitoba almost alles hat gemerkt. Und die sollten da allein sitzen, so dann nehmen wir die Leiber hier an. Und Audrey saß in Calgary, nahm die für ein Stückchen. Und die wir für ein Stückchen. Und das reicht, wenn Kinder die Eltern ehren und mithalten. Okay? Because die Eltern haben auch mit was getan für uns, nicht so? Einmal haben sie noch was getan für uns. Und die haben so viel getan für uns. Und so, dass sehr viel wird. Und so, hier haben die Juden sich mit in die Rat gemerkt, wenn sie das Leben nur den Tempel geben, dann können sie ihr Geld in ihrer Kraft nur den Tempel geben, dann brücken sie nicht dann für ihre Eltern.
En ze staat zeggen, ze staat hij zo te zien gezegd dat je niet brokken gaat eeren met je ouderen en dan gaan we leven naar de tempel. En zo heeft hij hier een exempel. En dan 14e vers, daar redt er nog meer van wat ze doen. Zegt hij, Jezus roept de volk, waarom nu zeggen zegt, hart eenmaal alle naar mij en verstoot dit. Er is niets wat een mens vereinigt, wat van buiten en am neer komt. In other words, durch de muil en durch de meel, right? Een mens wat durch dat aaneen, wat uit am ruut komt. In other words, wat we zijn en wat ons gedanken met wied ruut zijn en zo wieder. Wer Ohren heeft hem hieren, dem lot hieren. Als hij de mensen verleidt en trekt naar hem huis ging, vroegen ze niet gingen aan. Wat dat gelijkenis bedient. Hij vroeg aan, of zij nog zo stamp wären. Mir ist ein bisschen am Weg, so dass hier das sagt. Ja, ihnen haben wir so stamp. Der Englische sagt, dass sie noch so unverstanden. Und I don't know, wie sein, vielleicht bei dem, ich mir ist ein bisschen scharf oder das. Anyways, kann jedoch nicht sein, dass ein Mensch nicht veranreinigen kann, was von Büten an am Nern kommt. In other words, was am Mühl nern jet, dort jet am Hort nern, dort jet nicht am Hort nern, aber an dem Mehl nern, und dann uit dem Körper rüt. Damit sagt Jesus, dort alles eten wir rein wir. Er sagt noch wieder, was uit einen Mensch rüt kommt, merkt am Ohren, wie es von Bernen, uit dem Mensch sein Hort kommen, schlechte Gedanken, Hörerie, Stehlsucht, Mord, Eierbrech, Jied, schlechtes Sennen, Schufterie. Und das wird nicht alle bekannt sein. Ich sage vielleicht nicht ganz leicht, aber ich kann so gut, die Bibel ist ja online oder die Audio-Bibel, plötzlich und dann höre ich fertig und sagen, okay, wo sagen sie das Wort? Und dann einmal sehe ich darauf in der deutschen Bibel, Hochdeutsche Bibel und so weiter. Anyways, von all das, sagt er in 23 Vers, all das Schlechte kommt von Bernen oder von am Hort. Und dort veranreinigt ein Mensch. Und so, das war hier probiert zu lernen. Und die Juden würden auch viel Allsorten Gesetze gemerkt werden eten. Das muss je eten, und das rein, und das ja. Und even von der sind es Menschen, die sagen, okay, wir müssen das eten und ja eten. Und glauben, somehow bühen mit so einen Dingen. Aber Jesus sagt hier, der Dame kommt vom Hort, nicht von dem Meer. Okay? Das Sinn kommt von Menschen, der Hort und was sie mit tun da wieder. Und so, ich will hier ein paar Dinge von nehmen. Erstens, wenn es diese Pharisees und Scribes oder Schriftgelehrte, diese Verdrehung, die fängt an, so sie Experts sein, das fängt an, probably about 300 oder 500 Jahre eher Jesus kam. Und die Idee war, dass Moses hat die ersten fünf Bücher von Moses. Da werden all solche Dinge gesagt, was sollen eine Idee geben, was sie sollen tun. Aber diese Jungs kamen dann allein und sagen, okay, wir haben das nicht mehr klar abschreiben, so und so und so und so, so dass sie können das noch mit tiefer ausführen. Und auf Englisch sagen sie, dass die Principles, oder was das anholen ist, was die Meinung ist zu be, und dann wollen sie das so ausleihen, so dass das dann zu sein wir, wo das wiederging. So, sie merken von Principles, merken sie Gesetze. Und ich hoffe, ich kann Ihnen das ein bisschen explainen noch. Principles würde sagen, wenn wir sagen, die sagen zu jener Tochter, halt das Haus rein. Das ist ein Principle. Nicht so, das ist ein großes Bild. Aber dann würden die Pharisäer sein gekommen, oder diese schriftgelehrte Jungs von kommen und sagen, okay, das meint, du musst das mal ausfällen, du musst das mal der waschen, und du musst das mal das, und das mal ja, und wir nicht gedacht, für jeder Beat, nicht bloß, halt das Haus rein. Kann ich sagen, was das ist?
because God sagt uns leicht Menschen, jeder jene Life. En dan deze Farizeeën würden nur sagen, okay, wenn du das Life geben zu den Menschen, dann machst du das und das und das. Und dann haben sie eine ganze Liste, was sie da mussten tun. Und dort wir Life tolig. Leider aus, was Menschen sagen, okay, da wird die Life am Hort als Life tolig, nicht so? Und so das von Principle, but Details. Und da sind lots Dinge in uns Leben, wo uns Details fehlen, aber wir müssen aufpassen, was wir da mit tun und wo wieder. Okay? Und so, der Trouble wir mit das ist, das dreht den Glauben von Hort, but hang. Bloß, was davon bieten. Was davon bieten zu sein wir. Und so, dass sie können sich abstahlen mit all Sorten Arbeit, aber das Hort verleiten sie damit. Und ich glaube, das leicht zu sein, einmal, wenn uns Glauben zu sehr von bieten wird, genommen, oder zu sehr von bieten gelehrt, dann verlot wir uns Hort. Und keiner sorgt am, was es steht am Hort. Solange es sich recht abgestellt und ich will nicht am Stich sein hier, aber wie sind Menschen, die haben sehr von bieten gekickt, nicht so? Wir kicken sehr nur wo wir uns abstellen und wo wir uns antragen und all so. Von dort komme ich, nicht so? Ich komme von Oakney. Und da sind viele Glaubensmenschen mangt Oakney. Ich habe viel Respekt für die. Aber da sind some, die bloß von bieten sind. Und dort wir krack so mit den Juden. Die werden bloß Juden von bieten. Von werden wir doch nicht glauben. Und dort soll nicht so sein, aber dort, ich glaube, dort kommt es dort. Und so, ich will nicht streiten damit, aber ich glaube, das dort muss wir alle damit schaffen. So, habe ich wirklich einen Glauben von bieten, von Bannen. Und ich weiß, ich habe einmal Menschen gefragt, wo steht es mit dem Seil? Und dann sagen sie, well, ich habe mich getauft. Okay. Wir dort von bieten oder von Bannen? Wir dort wirklich glauben oder wir dort bloß zum Befrieden? Because wir haben so eine Tradition, nicht so? We struggle damit. Wir wünschen nicht ein Bett. Nicht so? Da verändern wir nicht beides. Dort von Bern und dann dort von Bieten. Und so wieder. Okay. Because das was Baptism ist. Das ist ein Bild, was von Bern passiert ist. Nicht so? Von Bern passiert in der Bekehrung und dann von Bieten, wie wir dort mit Baptism. Und so wieder. Anyways, das ist sehr interessant, dass aus den Pharisäern und so Menschen früher und Jesus dann einmal, was ist das geradste Gebot dann? What is the greatest commandment? Was ist das ganz Wichtigste? Und dann hat Jesus bloß zwei Antworten und das sind Principles. Das sind das gerechte Bild. Und ihr wisst, was das sind. Have life for God. Love the Lord, nicht so? Have life for God mit all den Kopf, mit all den Seil, mit all den Kraft, nicht so? Have life for God. Und dann der zweite ist, have life for you neighbor, kriegst es für dich selbst. So, hab so viel übrig für den Nächsten, was die für dich selbst hast. So, und dann sagt er, okay, das ist alles, was Moses ihn profitieren. Das nimmt das ganze Feedback von Moses, das nimmt das alle an. Und really, in a sense, Jesus sagt, das ist alles ans Glauben. Wenn du Gott live wiesen lässt, dann wirst du wissen, was du sollst tun. Wenn du den Nobel live wiesen lässt, dann wirst du auch wissen, was du sollst tun. Nicht so? Und dann braucht nicht 15 Jahre um das einzuführen. Wir sagen, okay, wo dann? Und sie dann hilft uns dort mit aller Responsibility, dass wir sagen, okay, nicht denken wir nochmal über, wo durch mein Nobel geht? Wo durch Gott ehren? Wo durch Gott live wiesen? Nicht so? Und er kann nicht bloß von bieten, er muss von bernen. Und so, ich will es sehr klar machen für ihn. Diese Dinge schafft jeder Kirche mit. Kirchen, wo Stalte sind, oder wo Proste sind, oder wo Italierte sind, oder nicht Italiert. We struggle all with that because sooner or later have we certain traditions.
certain customs, or so doen we dat. En dat is niet aardig. Aber wenn dat even neemt, dat we nu maar alles aan doen en we weten niet meer waarom. Dat wordt de trouble komen. Niet zo? We alles aan doen en dan vragen de kinderen, waarom doe je dit? En de ouderen hebben geen antwoord. We doen dat pas zo. En dan zullen de kinderen bloos metgaan en we zeggen, well, dat stemt niet. Wat doen we met dat? En zo, ik weet, mijn zuster, ze had mijn man veertig gereed waarom dat staat. Waarom dat staat. En weet questions dat alles waren, like, wat is dat met dat? En zo, en mijn man proefde dan, en sometimes hadden ze een beetje een antwoord, en sometimes hadden ze niet een antwoord. We doen dat pas zo. Ik zei, well, dat wordt dan eens maar wat aankomen voor de next generation. En ik geloof, we zullen ons dat alle opnemen, dat de Bibel wordt staan blijven, even van wie es alle wijs zijn. En onze kinderen en onze grootkinderen worden de Bibel fresh lezen en dan worden die ons nou zijn. Wat hebben we opgenomen voor traditions en zitten en al dat en zo, wat er vielleicht niet in de schrift even wir. En zo, dat is een beetje trouble daarmee en daar moeten we mee schaffen. Anyways, ik wil hier een beetje weer gaan. De probleem met de Farizeeën en de schriftgeleerden, wat ze hier met tijden is, ze proberen dat grote beeld en dan dat kracht uit te leggen, zodat dat keine questions weer wat mensen willen doen. En je weet vielleicht, er zijn some religions, en dat zijn niet een Christian religion, maar ik weet, manche Moslims, die hebben dat uitgelegd, dat ze moeten 5 dag beten. En ze moeten zo en zo en zo beten, en zo'n wied, en zo'n spreek. Dat moet kracht alle doen, en ze moeten kracht naar de rechte direction kijken. Oder ze namen zich handbeen en zo'n staat. En dat is een story, een missionary wat in Afrika geschaft hat, man zo'n mensen. En dan bekeerden deze mensen zich. En dan zeiden ze, oké, wat beten we nu? Wat hebben we nu met ons gebed? En die mensen hadden zich dan bereid dat God, Jezus, en niet geloven, die moet aan niks staat zo handknijden. Die moet aan leven opstaan en namen hem gezegd kijken. En dat is zeer interessant. Zij treden dat anders en zeggen, eerst dat we ons zo aangeven, zoals wanneer we niet wieren, en nu kunnen we over ver God staan. En demnach, so dat is zeer interessant. Ik weet, er zijn zo'n, wat ik had, een kleine string of beads gemerkt, en dan ze de rosary. En voor jede bead als du ein paar weet wat ze aanzien, en dan gaan ze daar. We wonen in Ontario en voeren 14 normaal, en dan waren er some andere mensen, en die gingen naar normaal en hadden ze de beads, en dan gingen ze normaal, en gingen erom, en taalden de beads, en je beden, en dan je beden demnach. En beden is goed. Aber wenn es ist, was dem ich festgesagt, dann man einmal dann als das bloß, so leicht bloß von Bieten, wenn ich das ist, und das getan habe, von Bieten, dann ist das gut. Und ich weiß sehr gut, dass in unser Background, wir haben viel mehr so eine Dinge aus mit Kleider zu tun. En ik geloof, we hebben alle met de struggle. Wat trekt er zich aan? Wat is God zum eer? En wat is niet? En ik geloof, daar zullen we ons niet te veel met merken. Aber in some situations is dat eens maar zeer troubelig was. En zeer veel rules. Zo maar dat zo. En met de haar zo en zo. En er werden zeer veel rules gemaakt. En dat we kracht wat Jezus nog hingen aan weer. Dat zei daarmee verleid je die mensen dat is het wichtigste. Dat we niet het wichtigste. Het wichtigste wie wat am hart weer. En zo, niet dat we ons niet zo natuurlijk aandragen en natuurlijk afstellen, maar wat meint natuurlijk? Right? Wat meint natuurlijk? En voor mij allen weer een beetje interessant. We zijn arme mensen. En
ik was op in de Crete. Ik leid dat Noorden, niet zo? Ja, daar wordt de zon eenmaal. Ja, zo. Anyways. Zie, wie waren arme mensen en wie waren een grote familie. We waren 17 kinderen. En dan hadden mijn mom en dad vrienden gemaakt met de schoolleraar. En de schoolleiders die kwamen van, dat waren nafziggers, die kwamen van de States. En dan zagen die dat ons veel help. En dan kregen we kleider van de States. Kregen we lintbeksen. Kan ik nog ganz klar denken. En dan kregen we een haar met knipsers. En dan kregen mijn mom en dad eenmaal uitgeloomd. Dat we dan niet de rechte kleider hadden. Wie waren das vrouw, we hadden kleider. En wat je zegt, zo'n trouble je hebt daarvan. Er zijn even later andere illustraties wat ik wil kunnen zijn, maar ik wil met wieder, oké? Wanneer we deze zitten thuis aannemen, dan is het dus, wanneer we bloos een beeld merken van andere mensen, dus wanneer dat het wichtigste is. En wie die checken, we gaan er nog, we passen een en ander op. En we zijn zeer conscious, ik geloof, we weten zeer wat van beeld wie mensen geven, niet zo? We zijn geleerd, we moeten oppassen, waar we ons opstellen. En dat is good in a way, but wanneer het is dat komt, dat we angsten ons einer van de anderen, of we vier mensen meer als we God fürchten, dan leeft je als dat am Stich. En zo, wanneer een mens te zeer van buiten bloos leven dat, dan kan het zo'n geloven geven dat alles wat er nodig is dat hij recht ontrekken is en recht opvieren en recht naar de kerk komt en dan is alles goed, niet zo? En dat zal niet de stad zijn, dat zal nog meer zijn de stad. Ik weet, dat is een geschichte. En een onkel, en ik geloof, dat is vielleicht bloß eine abgemerkte Geschichte, aber das ist vielleicht mit een parable. Wo das sagt, das ist ein Onkel, der wie ein sehr armer Onkel, der fuhr naar de kerk. En die Menschen wissen nicht, was sie mit ihm sollen tun. Und so, die sagt, was hängen. Und keiner meldet sich über das Onkel. Und der kam und der ging weg. Und so dann stellt sich nur, leicht er zu sich selbst. Die Menschen sind alle so fein abgedresst. Er will sich nur mehr auch fein abdressen. Und er hat sich einen feinen Suit somehow gekriegt. Vielleicht von MCC oder wo immer, hat sich einen feinen Suit. So er hat sich dort so top und dann so dresste sich sehr fein ab und fuhr naar de kerk. Und manchmal hat all sorten Menschen, die wollen mit ihm reden. Und somebody kriegt ihm even zu Melch. So er fährt zu Melch mit diesem Lied. Und dann als de Melch geht, und die anderen Menschen fangen an, ihm schief zu schaben, und er auch. Und dann als er bei den Eten kommt, dann merkt er den Fupp auf, fängt er an, einen Fuppmann zu sagen. Bis er einen Fuppmann fliehen. Und dann fragen die Menschen, was tust du? Well, sagt er, mich habe ich gar nicht gekriegt, aber mein Suit habe ich. Ik dacht mal an Brandon. En Brandon, wie schaffen in Brandon Manitoba some Jahren. En ik traf me dan, dus je wil niet aan. En dan kwam er zo'n businessman on the street. En dan zei ik hallo. En they kicked me bloos direct weg. So ik dacht, you know, I'm going to get you. So ik trok mijn suitjacket aan. Ik kreeg ook op de street water. Voor de Luther. En dan zei ik, water hallo to de jongens. En dan zeiden ze alle hallo to me. Wanneer ik een suitjacket aan had, dan kennen ze me. Maar we hebben zo'n dingen, niet zo? Anyway, nog één ding wat er passiert met zo'n. Is door als ik de ziet, ik met de dunkele ziet, er zijn zeer veel kerken. Dat zijn niet bloos Mennoniten en die kerken, dat zijn all kinds of kerken. Die hebben zo'n biederste rules van bieden wat ze kan zijn. En daarmee doen ze de mensen controleren. En de moslims, die hebben zeer zo'n. En ik weet, er zijn veel andere soorten mensen wat zeer traditions hebben. En daarmee, wenn sie sich einmal anders antragen, oder de turban, die Sikhs und so Menschen,
was einen Turban haben, wenn sie den einmal aufnehmen, dann darf das första Frau, was das? Wo ist mit das? Right? What hast du nie abgenommen? Okay? Because that wies fruits and change. Und so, das wo sie an der einzelnen Moment mit festmerken mit das. Und so wieder. Und so, noch wieder, wir können uns dann sehr leicht so merken, dass wir bloß von Bieten mitgehen und eine Weile nicht, nicht von Bern dort really mitgehen. Und so dann ja, bloß Traditions und so wieder, wo das alle geht. Und mir wird das sehr schön, dass meine Mama und Dad gestorben sind. Wir hatten eine Begrafenis da mit der Kirche, wo sie tief waren. Und das wird alle fein. Aber mir wird es schön, dass die Onkels, die uns bedeuten, die frühen uns nicht einmal, wo steht es hier? Nicht einmal. Die müssen, sie steppen mit ihnen gehen, sie steppen mit ihr Sätten, sie stoppen mit ihr beim Eten, sie stoppen mit ihr das, und sie stoppen mit ihr dort. Das ist alles, was wir kriegen. Und dann dachte ich, das ist nur ladig. Komm je nie nicht mehr Frauen, die haben ihren Futter verloren. Wo steht es? Are you okay? Nicht so? Aber da wir keine Frau, und da wir mir so schuldig, ich dachte so, man, das wo Jesus von weich will, dass wir bloß von Bieten checken denken. Und so wieder. Und so, das geht leicht an, dass alles bloß von Bieten kommt, leider aus von Hort. Und, dann kriegen wir wieder. Und dann wollen wir vor die Merken. Ich will noch einmal sagen, ich brauche nicht bloß nur somebody zu wissen, wo ich familiar mit sie. Ich glaube, wir müssen alle mit dir schaffen, weil von Bieten wies wir alle Sorten. Und wir haben alle Pressure für so eine Gesetze, was wir abmerken tun. Ich weiß, da sind some Kirchen, die haben sich in Glauben gemerkt und dann wird die Schrift an den Glauben anpassen. Die forschen, was sie stammen, die nehmen sie, und die forschen, was sie nicht stammen, die schieben sie zu Sied. Und ich glaube, da müssen wir alle mit aufpassen, was wir ehren und was wir zu nutzen haben und zu Sied sagen. Und so, that's part of what ich hier will, probieren so klar zu merken, dass ich kann. Ich glaube, wir müssen alle mit dir schaffen, sodass wir uns nicht bloß von Bieten bekehren, aber von Bern noch. Und das ist das Ding. Wenn Menschen das erste Mal in eine Kirche ankommen, oder erste Kirche, die können jene Sitten sein, und jene Tradition sein, und jene so habe ich dort sein, und die sind dort alle gewarnt worden. Right? Die sind dort alle gewarnt. Aber die noch eine andere Kirche fahren, wird das anders erst noch mal sagen, oh, they don't that, they don't that, they don't. Und dann kann das sein, nicht so? So in a sense müssen wir uns einen und anderen mithalten. Und wenn Menschen nie sind in der Kirche, einmal so wie die Frauen, was für eine Sitten kann ich sein, was die am Stich sind? Was haben wir uns abgenommen, wo wir Dinge tun, was really nicht helpful sind, was vielleicht am Stich sind und so wieder, okay? Was haben wir uns genommen? Und so, wir tun einmal, ich bin ich und Audrey und wir even an den Kinder, einmal nur die Frauen die Kirche fahren, bloß zum Utfingen, wo sich dort feilt, wenn ein Fremder ist, und dann kann er sagen, oh, wo tun sie dort, wo tun sie an? Und alle Sorten wird fremdet. Und dann denkt er, okay, wo ist der Leib? Wo ist das? Ich weiß, wir fuhren in eine Kirche, wir waren auf Holidays, dann fuhren wir in diese Kirche. Und dann saßen wir da bei einer Mad. Und I don't know if they singen oder whatever, they didn't singen und so wieder. Und dann als der Prediger boven kam, dann kickt der Fußball, boom, wer bist du? Wer braucht dich? Oh, da fällt er sich so los. Kann ich wohl in der Bank sitzen? Ich dachte so, was für eine Habit ist dort? Wenn die Menschen das dort abnehmen wirst, das ist nicht sehr maglich, nicht so? Das ist nicht sehr maglich. So, anyways, wir müssen uns selbst einmal anchecken und ans Wort und ans Leben und ans Kirchen anchecken und sagen, okay, wo tun wir diese Dinge? Und so,
immer abnehmen, dass wir sollen die Bibel frisch lesen und sein, haben wir uns some Dinge abgenommen, was am Stich sind und so weiter. Even the early Anabaptists see the Mennonitische Glauben, they fang actually on in Switzerland and they nahmen sich erst die Wiedertäufer, nicht so, die Wadertaufen. So waren die genannt in Zürich, Switzerland. Und das wurde die erste von der eine Kirche weggingen und sagten, wir müssen anders lernen. Because die Sitten, was die sich hatten abgemerkt, oder die Traditions, was die, dort wie in Lutheran Kirche dann, und was die sich hatten abgemerkt, die stammen gar nicht. Und so, even von da, der erste Anabaptist, die werden sich, sie wollen nicht mal ein Statement of Faith merken, because ein Statement of Faith would go to drehen somehow. Und sie wollen bloß auf der Schrift stehen. Weil eventually wird so viel Pressure von anderen Glaubensmenschen, sie sagen, okay, was glaubt ihr? Was für Glauben habt ihr? So, sie mussten eventually was schreiben. Und so, eventually muss einer was sagen, aber dann muss man immer fragen, stimmt das? Stimmt das mit der Schrift? Und immer frisch nachchecken. Even an uns Catechism, ich glaube, wir sollen eins mal nachchecken, stimmt das? Stimmt das? Because die Schrift ist das wirkliche Wort, nicht der Catechism, nicht so? Even though der Catechism hat sehr Fans dabei. Und so, nehme ich mit wieder. Und so, das ganze Glauben, was wir Mennoniten actually haben genommen, ist, dass wir immer frisch die Bibel lesen. Immer frisch die nachchecken sind, ist das wirklich? Ist das die Wahrheit? Haben wir uns dort verdreht oder haben wir was abgenommen, was wir nicht sollen tun? Und dort nimmt, ich glaube, dort nimmt der Braveheart, um frisch an der Bibel nachchecken und sagen, okay, ist das, was er meint? Und dann nehmen wir wieder. Und so, I don't know if any of you von Ontario sind gekommen, dort Jahrenträge in Ontario, da wie ein Eddie Rampel, und die mögen ein Drama. Und eventually war dort auch ein Video, und dort wie Mennonite, Faith or Tradition. Und so dann hat er dort von Russland bis Mexiko. So hat er dort alle die History abgestellt. Und dann früher fährten dadurch, ist das Faith oder ist das Tradition? Und was für ein Glauben drehen wir? Und so wieder. So, was ich Ihnen will mit mitgeben ist, dass lest die Bibel. Lest immer weiter. Und einmal eine andere Translation. Das ein bisschen dort. Einmal Deutsch, einmal Plattdeutsch, einmal Englisch, einmal mit einer anderen Englisch. Und because einmal sagt das eine Wahrheit in einer Bibel und mit einer Wahrheit, und einmal die hat das open und sagt, oh, das ist, was das meint. Und so, wir sind biblische Menschen, nicht so? Und ich glaube, wir sollen das einmal sagen. Und die Idee ist nicht, und Ziel ist nicht, dass wir Mennoniten sind. Wir wollen Christen sein. Und wenn wir Mennoniten Christen sind, das ist gut. Aber wenn wir bloß mennonitische Customs haben, dann haben wir vielleicht so viel Leid hier bei. Und so, das ist ein Ziel, nicht so? Zum Gott ehren mit einem wirklichen Glauben. Und wenn das Mennonit ist, fein. Aber nicht bloß von Büten. Deep am Hort. Und so, Gott möchte, wir beten. Vor dem Himmel, wir sind froh für all das, was du uns prost zu sagen, durch Jesus, dass wir sollen nur die horchen. Und für die Help uns, dass wir können immer nur die horchen und die hören, was du meinst mit diesen Dingen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.